In diesem Video zeigen wir dir, wie du eine 10-, 11- oder 12-fach Shimano-Kette am Mountainbike selbst wechselst. Für welche Kettenmodelle die dargestellten Schritte passen, siehst du in unserer Auflistung und in der Videobeschreibung. Um die Kette zu wechseln, hängst du dein Bike am besten in einen Montageständer. Damit wir loslegen können, brauchen wir einen passenden Kettennieter zum Öffnen, Kürzen und Schließen der Kette. Eine Kettenschlosszange ist zwar nicht zwingend notwendig, ermöglicht aber das leichte Öffnen und Schließen eines Kettenschlosses. Und natürlich die passende Shimano-Kette mit Nietstift oder Quicklink-Kettenschloss. Optional empfehlen wir dir einen Markierungsstift sowie einen Lappen und Kettenreiniger zum Säubern der Antriebskomponenten. Du willst wissen, ob deine Kette überhaupt gewechselt werden muss? Mit einer Kettenmesslehre kannst du den Verschleiß deiner Fahrradkette genau ermitteln. Wie das funktioniert, erfährst du in dem verlinkten Video. Dir fehlt etwas? Alle Tools und Materialien findest du selbstverständlich in unserer Videobeschreibung verlinkt. Wenn du nur eine neue Kette montieren willst, kannst du die nächsten beiden Kapitel überspringen. Los geht's mit der Demontage der Kette. Schalte zunächst auf das kleinste Kettenblatt und Ritzel, um die Kettenspannung zu verringern. Stelle außerdem die Schaltwerksdämpfung bei einem Shadow Plus Modell auf Off und nimm die Kette vom Kettenblatt. Zuerst zeigen wir nun das Öffnen mit einer Kettenschlosszange. Das Quicklink-Kettenschloss befindet sich im unteren Kettenlauf. Setze die Zange wie gezeigt in die benachbarten Innenglieder. Durch Zusammendrücken werden die Laschen zueinander bewegt, wodurch sich das Schloss öffnet. Achtung! Shimano Quicklink-Kettenschlösser dürfen nur einmal verwendet werden. Am besten legst du nun die Kette erneut auf das Kettenblatt auf und kurbelst sie in Fahrtrichtung herunter. Nun zeigen wir das Öffnen mit einem Kettennieter. Positioniere den Kettennieter unterhalb der Kettenstrebe am entsprechenden Nietstift. Drehe so weit im Uhrzeigersinn, bis der Nietstift herausgedrückt ist. Anschließend musst du nur etwas zurückdrehen, dann lässt sich die Kette öffnen. Zum Entfernen empfehlen wir dir, die Kette erneut auf das Kettenblatt zu legen und sie dann in Fahrtrichtung runter zu kurbeln. Jetzt ist ein guter Zeitpunkt, um Schaltung und Antrieb zu reinigen, sowie die Zähne der Kassette und Kettenblätter auf Verschleiß zu kontrollieren. Wenn deine alte Kette bereits beim Fahren übergesprungen ist oder deine Kassette wie hier zu sehen stark verschlissen ist, dann solltest du auch deine Kassette tauschen. Wie das geht, zeigen wir dir im verlinkten Video. Wenn du dir sicher bist, dass die alte Kette die korrekte Länge hat, bestimme die Kettenlänge nach der folgenden Methode. Zähle zunächst die Kettenglieder der alten Kette. Übertrage anschließend die Gliederanzahl auf die neue Kette und markiere die Stelle zum Kürzen. Bei einer Kette mit Kettenschloss muss deine Kette auf 2 Innengliedern enden. Wenn du die Kettenlänge neu bestimmen musst, ist die Kettenblatt-Ritzel-Methode von Shimano ideal. Lege die neue Kette über das Kettenblatt vorne und halte das obere Ende auf dem größten Ritzel hinten fest, während du das untere Ende auf ca. 11 Uhr von unten auf das größte Ritzel bringst. Achte darauf, dass die Kette auf allen Zähnen liegt und im oberen und unteren Kettenlauf gespannt ist. Halte die Enden so, dass die Glieder sauber anliegen und danach überlappen. Die Stelle, an der die Kette das letzte Mal aufliegt, heißt Nullposition. Zähle zur Nullposition Kettenglieder hinzu, um die richtige Länge zu erhalten. Bei Ketten mit Quicklink sind es 4 bis 5 Glieder am Hardtail und 5 bis 6 am Fully. Die Kette muss auf 2 Innengliedern enden. Bei Ketten mit Nietstift sind es 5 bis 6 Glieder am Hardtail und 6 bis 7 am Fully. Die Kette muss auf einem Innen- und einem Außenglied enden. Abschließend markierst du die Stelle zum Kürzen. Lege zum Kürzen die Kette mit der markierten Stelle in den Kettennieter. Halte den Kettennieter am Griff und drehe ihn so weit im Uhrzeigersinn zu, bis der Nietstift herausgedrückt ist. Achte darauf, dass der Kettennieter gerade auf den Niet trifft. Anschließend musst du nur etwas zurückdrehen und schon ist die Kette gekürzt. Nun kannst du die passend gekürzte Kette montieren. Achtung! Shimano-Fahrradketten sind laufrichtungsgebunden. Lege die Kette mit der Beschriftung nach außen auf das kleinste Kettenblatt. Führe sie anschließend durch den Umwerfer, wenn vorhanden, und weiter über das kleinste Kassettenritzel.
Fädele sie anschließend in umgekehrter S-Form über die Schaltröhrchen und durch den Käfig. Achte darauf, die Kette hinter dem Steg des Käfigs durchzuführen. Als erstes zeigen wir dir nun, wie du eine Kette mit Quicklink verschließt. Damit du die Kettenenden leichter zusammenführen kannst, nimm die Kette am besten noch einmal vom Kettenblatt. Nimm das Kettenschloss und positioniere es so, dass der aufgedruckte Pfeil in Laufrichtung der Kette zeigt. Anschließend steckst du die beiden Verschlusshälften gegenläufig in die Innenglieder, führst die Hälften übereinander und steckst die Verschlussstifte in die Außenlaschen. Damit das Kettenschloss in Position bleibt, ziehst du die Kette auseinander. Jetzt musst du das Kettenschloss noch verschließen. Lege dazu zuerst die Kette wieder auf und kurble so weit, bis sich der Quicklink oberhalb der Kettenstrebe befindet. Halte anschließend das Hinterrad fest und drücke in Fahrtrichtung auf die Kurbel. Wenn du ein Knacken hörst, ist das Kettenschloss eingerastet. Als zweites zeigen wir dir, wie das Schließen mit einem Kettennietstift funktioniert. Positioniere die offenen Kettenenden unterhalb der Kettenstrebe. Eine Fahrradkette sollte nicht mehr als zweimal neu vernietet werden und niemals an derselben Stelle der Kette. Führe die Kettenenden zusammen und schiebe den Nietstift mit der Führung voran hinein. Anschließend kannst du beginnen, den Verschlussnietstift durch beide Kettenenden zu pressen, bis er bündig mit dem Außenglied abschließt. Prüfe nach dem Vernieten, ob der Nietstift richtig sitzt. Nimm dazu die zwei verbundenen Kettenglieder in die Hand und kontrolliere die Beweglichkeit sowie den bündigen Abschluss. Nun kannst du den Führungsstift mit dem im Nieter integrierten Werkzeug abbrechen. Alternativ kannst du auch eine Kombizange verwenden. Wenn der Nietstift noch nicht optimal sitzt, kannst du, falls nötig, auch von der abgewandten Seite vorsichtig nachdrücken. Insbesondere bei langhubigen MTB-Fullies verändert sich die Kettenstrebenlänge beim Ein- und Ausfedern. Schaltwerkskäfig und Kette sollen diese Veränderungen ausgleichen. Nach dem Kürzen ist es daher wichtig, die Kettenlänge zu prüfen. Stelle den Dämpfungshebel wieder nach oben auf On. Teste danach, ob du auf Groß-Groß und auf Klein-Klein schalten kannst und die Kettenspannung ausreicht, sodass alles sauber läuft. Prüfe außerdem, ob du deinen Hinterbau weiterhin vollständig einfedern kannst. Deine genietete oder mit Quicklink verschlossene Kette ist nun wieder einsatzbereit. Vergiss nicht, unseren Kanal zu abonnieren, um keine DIY-Tipps mehr zu verpassen. Viel Spaß beim Schrauben und bis zum nächsten Mal.